Tagchen Leute, cool, dass ihr wieder dabei seid, freut mich megamäßig. Ich habe in der letzten Zeit viele Fragen von euch bekommen zum Thema, wie viel Geld brauche ich eigentlich, um auszuwandern? Und diese Frage ist nicht ganz simpel zu beantworten, denn jeder Mensch hat natürlich unterschiedliche Bedürfnisse und ist in einer unterschiedlichen Situation. Um euch aber mal so ein grobes Gefühl zu geben, würde ich euch einmal erzählen, wie es bei uns gelaufen ist mit einer dreiköpfigen Familie. Okay, ich würde sagen, los geht's! Der erste Punkt, den ihr euch anschauen müsst, sind eigentlich die Fixkosten, die ihr in Deutschland habt, die sich nicht auflösen lassen. Ich denke da zum Beispiel an solche Sachen wie Altersvorsorge, Lebensversicherungen, auch Darlehensverträge. Und das sind natürlich Verträge, die lang laufen, und wenn ihr die auflöst, kann es sein, dass ihr da natürlich sehr viel Geld verliert. Und das müsst ihr dann im Einzelfall für euch entscheiden, ob ihr das machen wollt. Wenn nicht, müsst ihr das natürlich in eure Kalkulation mit reinnehmen. Der zweite große Punkt sind natürlich die Lebenshaltungskosten vor Ort. Und wie verändern sich die im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten in Deutschland? Das erste, was ich mir anschauen würde, wäre das Thema Unterkunft. Und da ist es natürlich klar, sich erstmal die Frage zu stellen, möchte ich mieten oder möchte ich kaufen? Grundsätzlich ist es bei beiden Themen so, dass sich sowohl die Miete als auch die Kaufpreise in den letzten Jahren hier speziell so in Ballungsgebieten oder auch in Bereichen, die sehr attraktiv sind, wie Küstenorte, dass sie sehr stark zugenommen haben. Beim Kauf würde ich euch einfach raten, schaut euch einfach im Internet um, checkt die Preise auf den verschiedenen Portalen sowie auch den Maklerangeboten und dann schaut ihr mal, ob sich das lohnt, für euch hier eine Immobilie zu kaufen. Bei der Miete kann man sagen, für uns zum Beispiel als dreiköpfige Familie, wenn wir ein Zwei-Zimmer-Apartment hier in Ericeira mieten wollen, würde die Miete irgendwo so zwischen 800 und 1200 Euro liegen. Natürlich zuzüglich Nebenkosten, und da wären wir nämlich auch schon beim nächsten großen Punkt, die Nebenkosten. Da spielen natürlich Wasser, Strom und Gas eine große Rolle. Grundsätzlich würde ich sagen, die sind relativ vergleichbar mit den Preisen in Deutschland. Allerdings muss man dann auch die Bausubstanz ein bisschen mit reinberechnen. Zum Beispiel sind hier viele Häuser der älteren Generation gar nicht gedämmt und dort wird auch mit Strom geheizt. Das heißt, ihr kippt dann teilweise im Winter aus den Latschen, was ihr für eine Stromrechnung bekommt, um das Haus so einigermaßen warm zu machen. Also wir haben zum Beispiel da Stromrechnungen von zwischen 200 und 350 Euro pro Monat bekommen. Das gleicht sich natürlich auch wiederum aus über das gesamte Jahr, denn hier in Portugal ist die Heizperiode natürlich wesentlich kürzer als in Deutschland. Gas gibt es eigentlich sehr selten hier, dass man ans Gasnetz angeschlossen ist. Meistens holt man sich diese 11 Kilo Flaschen und die liegen so grob bei 26 bis 30 Euro pro Flasche. Und im Schnitt kann man sagen, braucht ihr so eine Flasche alle 2 Monate, je nachdem, was ihr natürlich alles damit betreibt. Beim Wasser ist es noch mal ein bisschen anders als in Deutschland, weil das Wasser hier progressiv gestaffelt ist. Das heißt also, wenn ihr mehr verbraucht, wird auch der Einheitspreis insgesamt höher. Das haben sie natürlich deshalb gemacht, um den Leuten einen Anreiz zu geben, um Wasser speziell im Sommer zu sparen. Wenn man die Nebenkosten insgesamt betrachtet, dann würde ich sagen, sie sind mit Deutschland eigentlich sehr vergleichbar, denn über das Jahr hinweg gleichen sich die Nebenkosten einfach dann entsprechend aus. Der nächste große Punkt sind die Lebensmittel, und da brauche ich eigentlich gar nicht viel darüber zu erzählen, denn die sind wirklich 1:1 wie in Deutschland. Und da ist es wirklich egal, ob ihr zum Lidl geht oder zum Aldi oder zu einem Premium-Supermarkt, das ist wirklich absolut vergleichbar. Das nächste große Thema ist das Thema Mobilität, und das ist wirklich ein großer Unterschied zu Deutschland. Zum Beispiel, wenn ihr hier ein Fahrzeug kaufen möchtet, müsst ihr ungefähr so zwischen 10 und 30% mehr auf den Tisch legen, sowohl bei Gebrauchtwagen als auch bei Neufahrzeugen. Und wenn ihr das Fahrzeug dann voll tanken wollt, dann kippt ihr nochmal hinten rüber, weil im Schnitt würde ich sagen, liegt der Liter Sprit hier zwischen 15 und 20 Cent höher als in Deutschland. Wenn ihr dann hierhin ausgewandert seid, ist es so, dass ihr ein Fahrzeug mitbringen könnt. Das ist dann auch in Anführungsstrichen steuerbefreit, weil das euer Fahrzeug ist, was ihr schon in Deutschland gehabt habt. Zum Beispiel Freunde von uns, die haben einen ganz normalen Kombi hier mit hinbringen wollen, und da hätten sie plötzlich 3.500 Euro Einfuhrzoll bezahlt. Und das muss man dann wirklich überlegen, ob es das wert ist, das Fahrzeug mit hier hinzubringen. Zum Thema öffentliche Verkehrsmittel, da ist es tatsächlich so, dass es hier wesentlich günstiger ist als in Deutschland.
Zum Beispiel bin ich letztens nach Porto gefahren mit dem Zug von Lissabon aus und das sind knapp 3,5 Stunden Fahrt und die Fahrt hat mich insgesamt, glaube ich, 28 oder 32 Euro gekostet. Das ist auch im öffentlichen Nahverkehr der Fall. Da ist es auch wesentlich günstiger. Allerdings muss man sagen, dass dann das Streckennetz hier in Portugal wesentlich schlechter ausgebaut ist als das zum Beispiel in Deutschland. Bei dem nächsten großen Thema Versicherungen kann ich eigentlich nur aus meiner Perspektive sprechen, denn ich war bis jetzt immer privat versichert, dadurch, dass ich selbstständig war. Und da ist es wirklich so, dass man hier in Portugal wesentlich günstiger bei Krankenversicherungen wegkommt als in Deutschland. Der große Vorteil hier in Portugal ist, dass hier die privaten Krankenversicherungen auch Familienversicherungen anbieten. Was, soweit ich weiß, in Deutschland eigentlich relativ selten der Fall ist oder ich habe eigentlich keine kennengelernt. Und wenn wir eine dreiköpfige Familie versichern wollen, dann liegt man so grob zwischen 300 bis 450 Euro pro Monat, was im Vergleich zu Deutschland natürlich wesentlich günstiger ist. Wenn ihr Kinder haben solltet, dann spielt natürlich auch das Thema Ausbildung eine große Rolle. Wir haben am Anfang Levi hier in einen privaten Kindergarten gebracht und da sind, glaube ich, die Kosten relativ ähnlich wie in Deutschland. Also da haben wir zwischen 300 und 400 Euro pro Monat für den Kindergarten bezahlt. Jetzt steht natürlich der Wechsel in die Grundschule an und da ist es so, dass Levi jetzt auf eine staatliche Schule gehen wird. Da ist es eigentlich genauso wie in Deutschland, dass die öffentlichen Schulen hier kostenlos sind, man aber für einige Bereiche ein paar Zuzahlungen machen muss, sowas wie jetzt zum Beispiel Lehrmittel, Bücher und solche Geschichten. Was ihr aber bei dem Thema Ausbildung nicht vergessen solltet, das haben wir nämlich getan, hier sind die Sommerferien insgesamt 3 Monate lang. Und da ist es natürlich dann die Frage, ob ihr die Kinder selber betreut oder ob ihr die vielleicht in so Feriencamps bringt. Da müsst ihr natürlich schauen, dass ihr das Budget auch mit berücksichtigt. Das ist allerdings relativ überschaubar, muss man sagen. Zu guter Letzt kommen wir mal zu dem Thema Konsumverhalten bei den Kosten und da sind teilweise wirklich große Unterschiede festzustellen. Auf der einen Seite ist so das Thema Ausgehen, also Restaurants, Essen gehen, vielleicht auch mal in eine Bar gehen. Das ist hier wesentlich günstiger. Man muss natürlich auch immer dazu sagen, je mehr ihr euch in einem Touri-Hotspot befindet, desto teurer ist es. Also in den Touri-Hotspots kann man fast sagen, dass die Preise 1:1 sind mit den deutschen Preisen. Hier liegt zum Beispiel eine Pizza irgendwo so zwischen 8 und 12 Euro und das ist ja sehr vergleichbar wie in Deutschland. Wenn ihr allerdings mehr ins Landesinnere geht oder mehr so die lokalen Spots anfahrt, dann wird das wesentlich günstiger. Wo ich echt überrascht gewesen bin, sind so Themen wie jetzt zum Beispiel Klamotten oder Möbel kaufen oder auch Werkzeuge zum Beispiel. Und da ist es wirklich so, dass die Preise hier wesentlich teurer sind als in Deutschland. Wenn man zum Beispiel zu Ikea geht, ist es so, ich habe mir Spiegel in Deutschland auf der Webseite angeschaut, die lagen bei 69 Euro, bin hier zu Ikea gedüst und auf einmal stand da 89 Euro dran. Oder ein anderes Beispiel, ich habe mir vor 2 Wochen einen Hochdruckdampfstrahler gekauft. Der war in Deutschland für 379 Euro erhältlich und hier lag der bei 529 Euro. Und da muss man wirklich sagen, in vielen Bereichen ist es günstiger, wenn man sich die Sachen in Deutschland kauft und sogar hier hinschicken lässt. Wenn wir uns jetzt mal die andere Seite angucken, das Thema Jobs oder das Thema Einkommen. Wenn ihr hier vor Ort einen Job suchen wollt, dann müsst ihr tatsächlich mit 30 bis 40% weniger Gehalt rechnen als in Deutschland. Und das würde ich sagen, zieht sich wirklich durch die verschiedensten Jobs durch. Zum Beispiel liegt hier das Durchschnittseinkommen so Pi mal Daumen bei 825 Euro. In vielen Bereichen, wie zum Beispiel Pflegebereich, Krankenhaus, wie zum Beispiel Restaurants, Gastronomie oder aber auch im Einzelhandel, werden leider sogar nur die Mindestlöhne gezahlt und die liegen tatsächlich bei 625 Euro. Mich hat jetzt vor ein paar Tagen ein Hund gebissen und ich musste ins Krankenhaus. Und ich habe mich echt super nett mit der Schwester unterhalten und die hat mir wirklich erzählt, dass sie bei einer 40-Stunden-Woche hier in Portugal tatsächlich nur 625 Euro verdient. Und aus den Gesprächen, so auch mit Freunden von mir aus dem Architektenbereich oder auch aus dem Ingenieurbereich, das ist tatsächlich genau das Gleiche. Man muss wirklich so mit 30%, 40% weniger rechnen als in Deutschland.
Wenn ihr euch also jetzt fragt, wie viel Geld brauche ich denn jetzt, dann würde ich mir meine Kosten in Deutschland angucken. Die würde ich so auf 4 bis 6 Monate hochrechnen, denn dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite und habt genug Zeit, um hier auf der einen Seite einen Job klar zu machen, eine Unterkunft zu finden und euch dann hier an das Leben zu gewöhnen. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was man nicht berechnen kann, ist einfach das hier. Weil wie soll man berechnen, wenn man sein kleines Kind irgendwie vom Kindergarten abholt und danach direkt zum Strand fährt und das genießen kann, was im Hintergrund da ist. Noch einen kurzen Tipp zum Schluss. Wenn ihr euch ein Land ausgesucht habt, in das ihr auswandern wollt, dann würde ich euch raten, auf jeden Fall dort mal für 3, 4 Monate zu sein. Idealerweise sogar auch in einer Zeit, wo jetzt nicht die Sonne scheint, sondern eher so im Winter oder im Herbst, wo es vielleicht auch viel regnen kann. Denn dann bekommt ihr nochmal ein ganz anderes Bild von diesem Land, abseits von dem Urlaubsfeeling, was man normalerweise hat. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar gute Tipps geben, sodass ihr euer Budget selber kalkulieren könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eure Likes sehr freuen, natürlich auch über ein Abo. Das wird meinem Kanal sehr helfen. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube und ich sage bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!